Das ist eine Baustelle, die es wirklich in sich hat. Blick in die Autobahnbaustelle A1 zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage in Niedersachsen. Auf einer Länge von 32 Kilometern werden hier beide Richtungsfahrbahnen von zweispurig auf dreispurig ausgebaut. Der 600 Millionen Euro teure Ausbau schließt die letzte Lücke einer durchgehenden Sechsstreifigkeit zwischen dem Kreuz Lotte-Osnabrück und der Ahlhorner Heide. Der Ausbau ist wichtig für den Verkehrsfluss auf der Hansa-Linie und die hohe Lkw-Taktung dort. Doch die Baustelle führt auch immer wieder zu Verkehrsstörungen. Stundenlange Staus oder sogar Komplettsperrungen sind die Folge von schweren Verkehrsunfällen auf diesem Streckenabschnitt. Für Lkw-Fahrer bedeuten die Baumaßnahmen noch bis weit ins Jahr 2025 erhebliche Belastungen. Anstrengend ist für viele vor allem die Länge der Baustelle. Hier am Heuer Autohof in Cloppenburg gibt es unweit der A1 deshalb in diesen Tagen eigentlich nur ein Thema, natürlich die Baustelle. Permanent Stau, jeden Tag Stau, Unfälle, stundenlange Staus, weil die Rettungsfahrzeuge nicht reinkommen, weil das ja eben so eng ist, dass sie von vorne rückwärts da rein müssen. Also Katastrophe, es ist wirklich Katastrophe. Also man muss praktisch jeden Tag planen, dass man eben durch diese Baustelle, eine Stunde ist ja nichts, ne? Das ist mir zu lang, die 33 Kilometer. Wenn die 10 Kilometer lang wäre, ein Stück nach dem fertig machen und die nächsten 10 Kilometer, das wäre, glaube ich, einfacher und auch für den Verkehr besser. Albtraum, wenn da eine Panne ist oder ein Unfall drin ist, so wie am Montag. Da war, glaube ich, bis 21 Uhr abends Vollsperrung, mehrere Kilometer. Albtraum. Und dann kommt ja noch ab Wildeshausen ja auch noch eine, 5 Kilometer. Also 2 Baustellen. Also es ist Albtraum. Ein hartes Stück. Es ist auf jeden Fall ein hartes Stück, da durchzukommen. Genau, also es ist einfach anstrengend. Anstrengend ist einfach diese permanente Konzentration, die man haben muss, dass man da auch wirklich gut durchkommt. Dass man da nicht jetzt einen anderen Autofahrer reinfährt oder in die Leitplanke reinfährt. Ne? Und halt auch ein bisschen Ärger, wenn es da Stau ist. Nur gucken im Spiegel nach vorne in den Ausfahrten, dass dir keiner vors Auto fährt. Die Pkw-Fahrer dann ja auch teilweise Angst haben, an einem vorbeizufahren. Und dann, wenn sie dann an einem vorbeifahren, dann, dann muss man wirklich schon aufpassen. Ne? Das ist wirklich nur gucken, gucken, gucken. Fast 80.000 Fahrzeuge passieren täglich diesen Streckenabschnitt auf der A1. Für eine durchgehende Baustelle hat sich die Autobahn Westfalen entschieden, weil dadurch die Bauzeit reduziert werden kann. Grundsätzlich ist in der Baustelle in Niedersachsen Tempo 100 für Autos erlaubt, weil die Fahrstreifen während der Bauphase eine angemessene Breite haben. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, ob eine Gesamtlänge von über 30 Kilometern nicht grundsätzlich zu Lasten der Verkehrssicherheit geht. Baustellen in dieser Länge gibt es ja aktuell auch auf der A2 bei Magdeburg. Fragen wir also einen Experten, was davon zu halten ist. Die Baustellen, die mit 100 km/h dann freigegeben sind und auf 30 Kilometer Länge angelegt sind, haben extrem breite Fahrspuren für eine Baustelle, sodass wir, wenn wir mal eine normale Bundesstraße oder Landstraße zugrunde legen würden, Fahrspurbreiten haben, die mit entsprechenden Geschwindigkeiten auch auf der Landstraße sowohl für Pkw als auch Lkw zu fahren sind. Von daher sehe ich da grundsätzlich das Riesenproblem nicht drin. Die Problematik ist vielleicht die Länge der Baustelle, aber mir ist eine 30 Kilometer Baustelle mit breiten Fahrstreifen grundsätzlich lieber als eine sehr enge Baustelle, wo ich zwar 2 Fahrspuren in jede Richtung habe, wo ich unter Umständen noch aufgrund sehr schmaler Fahrstreifen ein Überholverbot habe, wo nur versetzt gefahren werden darf, ohne dass man den auf der rechten Spur fahrenden links passieren darf oder überholen darf. Da ist mir die breite, 30 Kilometer lange Baustelle unterm Strich lieber und ich halte sie auch im Endeffekt für ungefährlicher. Eine aktuelle Bilanz der Osnabrücker Polizei über das Unfallgeschehen in der Baustelle gibt es nicht. Aber zwischenzeitliche Unfallschwerpunkte wurden deutlich entschärft. Allein in den ersten 3 Monaten ereigneten sich in der Baustelle 104 Unfälle mit 4 Schwerverletzten und 2 Toten.
Nach über einem Jahr aber scheinen sich die Fahrer an die Situation gewöhnt zu haben, was aber nichts an den häufigen Staus ändert. Vor allem sind es die vielen Bagatellunfälle in der Baustelle, die immer wieder gravierende Folgen für den Lkw-Verkehr haben. Diese Baustelle hier auf der A1 ist 32 Kilometer lang. Sie ist zweispurig und hat nicht einen Seitenstreifen. Ab und zu gibt es Nothaltebuchten. Alle ca. 10 Kilometer gibt es eine Abfahrt. Das stellt auch uns vor eine Herausforderung, weil die kleinsten Sachverhalte, wie zum Beispiel ein Pannen-Pkw, ein Pannen-Lkw, einfach nur einen platten Reifen, kann hier schon zu einer großen Herausforderung werden. Indem, wenn er jetzt auf dem Hauptfahrstreifen steht, es kommt direkt zu einem langen Stau von bis zu 8 Kilometern. Weil der ganze Verkehr nur noch über einen Streifen steht. Und dann kommen wir als Polizei auch nicht mehr gut durch eine Rettungsgasse, weil es einfach nicht möglich ist. Kein Fahrzeug kann irgendwie rangieren, wenn es keinen Seitenstreifen gibt. Und solche Situationen bedeuten für jeden Lkw-Fahrer, dass die eigentliche Tagesplanung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Viele Autofahrer machen sich aber auch keine Gedanken darüber, was sie durch ihr Fahrverhalten an Gefahrensituationen für Lkw-Fahrer heraufbeschwören. Ursache dafür ist einfach fehlendes Wissen über die Abmessungen von Lastwagen. Auch wissen viele nicht, dass die Fahrer in ihren Kabinen nur eine begrenzte Sicht auf den Verkehr haben. Das, was in meinen Augen am meisten unterschätzt wird, ist wirklich das Sichtfeld des Lkw-Fahrers. Es gibt nach wie vor trotz immer weiterentwickelter Spiegelsysteme Bereiche im Lkw, wo ich den Pkw, der gegebenenfalls ganz eng vor mir einschert, nicht wahrnehmen kann. Und daraus ergibt sich schon eine ganz gefährliche Situation, insbesondere bei Stau, wenn man sich als Pkw-Fahrer, weil man die nächste Ausfahrt nutzen möchte, dazwischen quetscht. Das nötigt den Lkw-Fahrer dann zu einer Gefahrenbremsung unter Umständen, weil der Abstand eklatant zu gering ist zum Einscheren. Und das, glaube ich, ist einer mit der größten Punkte, die zu Schwierigkeiten in der Baustelle führen. Das andere Problem ist, dass manch ein Fahrzeugführer im Pkw, wenn er denn auf der linken Spur am Lkw vorbeifährt, plötzlich auf halber Strecke des Überholens feststellt, der Breitenabstand ist unwahrscheinlich gering. Und dann halt mit der Situation überfordert ist. Aber es gibt noch weitere Risiken in der Mammutbaustelle zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage. Mehr darüber, was Auto- und Lkw-Fahrer in diesem Nadelöhr unbedingt voneinander wissen sollten und wie die Risiken zu bewerten sind, in einer der nächsten Ausgaben von Eurotransport TV.